Moin Moin, ihr Lieben, wieder auf meinem Kanal. Ihr Zuckerstuten ist halt wieder auf meinem Kanal gelandet, Oleander Hi-Fi. Heute bauen wir, was bauen wir heute um? Den Inverse, den Streamer, habt ihr schon in der Überschrift bzw. im Thumbnail gesehen. Ja, das ist der Kollege hier. Inverse Pulse Mini betreibe ich mit dem LPSU Netzteil, was ja schon Upgrade darstellt. Habe mich mit dem Gerät relativ lange beschäftigt, habe auch einiges herausgefunden. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Puls, also das nächsthöhere Modell, im Prinzip das Modell ist, zusammengesetzt aus dem Puls Mini und dem LPSU. Also im Prinzip genau das, was wir jetzt hier haben. Und die nächste Evolutionsstufe, die nächste Stufe wäre gewesen der Pulsar. Pulsar war, wenn ich richtig liege, im Preisgefüge mal irgendwo bei 7000 Euro oder so. Und ey, Leute, der Nummer zu hoch, ne? Ja, deswegen bauen wir das Ding heute um. Wir gehen da Schritt für Schritt an die Sache dran. Und ja, bleibt dran, habt viel Spaß. Genießt mit mir den Umbau und folgt dem Schwaben im Exil hier in Bangkok. Ja, lasst ein Like da und los geht's. Rock on. Was bauen wir eigentlich hier heute ein? Da geht es um diesen Kollegen hier. LCL Filter. Ja, der Kollege, der kommt hier rein. Der wird im Prinzip hinter den eingangsseitigen, das ist ein, ich glaube ein Schaffner könnte das sein, sitzt da drin. Den zeige ich euch gleich und dann wird das hier dazwischen geschleift. Was macht er? Schauen wir uns gleich genauer an. Ich lege es mal bei mir auf Silikonpad und dann erkläre ich euch dieses Teil genauer. Wir haben jetzt viele können vielleicht damit nichts anfangen. Man nennt das Pi-Filter. Versuche das mal ein bisschen besser für euch anzustellen. So, jetzt ist es gut. Wie gesagt, das ist ein Pi-Filter, nennt man das genau. Und zwar hat es den Vorteil, es hat eine niedrige Impedanz, insgesamt eine sehr niedrige Impedanz und natürlich eine hohe Dämpfung es ist optimiert für hohe Dämpfung der Störfrequenzen. Ja, die Filterstufe hier, die erkennt man eigentlich ganz schön in 3 Blöcke. Wir haben hier die Eingangsseite, der erste Block, stellt sich wieder unscharf, und da sitzen die Spuler hier, die seht ihr ganz schön, mit den grünen Elektrolytkondensatoren. Das ist quasi die erste grobe Filterstufe, die filtert schon mal die ersten Einstreuungen aus der Zuleitung ab. Wir haben ja eine Verbindung im Prinzip zwischen Netzteil, ob man jetzt das originale Steckernetzteil benutzt oder ob ihr ein LPSU benutzt oder ein lineares, anderes Netzteil, gibt es ja eine Zuleitung. Diese Zuleitung fängt ja wieder hochfrequente Störungen ein und die müssen oder können jetzt natürlich nochmals herausgefiltert werden, und das machen wir exakt mit dem Teil. Dann haben wir den Mittelteil. Hier ist die LC-Filterung statt. Meine Stimme, entschuldigt bitte. Die weitere Störfrequenz dazu dient, die abzusenken, und dementsprechend werden die Störsachen noch besser gehalten, sagen wir es mal so, oder entfernt. Dann haben wir hier die Ausgangsstufe.
Ja, wieder Scharfstellen hier. Und das ist eine Kombination, beziehungsweise da sitzen SEPC Polymerkondensatoren und die sind halt auch dafür da, als lokale Energiespeicher zu dienen und dem ganzen Teil, die haben niedriger ESR-Wert. ESR-Wert bedeutet Äquivalent Series Resistance und das hilft insgesamt, dieses Board hilft uns hier, die Störfrequenzen noch mehr zu senken, was dem Ganzen mehr Tiefe, mehr Schwarze, mehr Ruhe gibt. Und warum ist das jetzt so wichtig für den Puls Mini jetzt hier? Weil die Kombination aus den Induktivitäten und den Polymerkondensatoren, das erzeugt eine sehr, sehr flache Impedanzkurve über einen sehr, sehr weiten Frequenzbereich. Und dann haben wir natürlich auch richtig hohe Anzahl an parallel geschaltete SEPC-Kondensatoren und die sorgen dafür, dass bei der Stromversorgung ein schneller Wechsel stattfindet. Ein schneller Wechsel bedeutet bei Lastwechseln vom Streamer-Prozessors, dass hier die Stromversorgung nicht einbricht. Und das ist im Prinzip genau das, was man braucht, um zum Beispiel so eine angestrebte Holographie, Durchsichtigkeit zu erzeugen. Dafür ist zum Beispiel sowas oft und immer wieder verantwortlich. Es gibt natürlich auch extrem stabiles Zeitverhalten für einen Glock, weil es eben nicht durch eine wackelnde, in Anführungszeichen, Stromversorgung moduliert wird. Ja, hierzu müssen wir natürlich das Gerät erstmal wieder öffnen. Also so haben wir natürlich wieder ganz normal 4 Schrauben. Und auf der Rückseite haben wir auch noch 2. Hier gilt natürlich wieder für alle Nicht-Elektriker: nicht nachmachen, nichts aufschrauben, lasst die Finger davon, lasst das von einem HiFi-Spezialisten, Elektrotechniker, Elektromeister durchführen. Fangt da nicht an, selber rumzupfuschen, sondern lasst das wirklich Menschen tun, die eine Ahnung davon haben. Eure Sicherheit geht vor und eure Sicherheit ist das Wichtigste, was ihr habt und euer höchstes Gut. Also bitte waltet hier immer Vorsicht und macht sowas natürlich nicht in der Garantie. Ihr verliert damit die Garantie oder die Gewährleistung weg. Sobald ihr die Geräte dran rumpfuscht, ist diese Gewährleistung weg. Ja? So, der Deckel. Wir haben zwar hier einen Blechdeckel von Inuos, aber der ist wunderschön dicht. Den wollen wir noch ein bisschen dämmen irgendwann mal, damit es nicht so klingelt. Ja. So, hier sehen wir, was sehen wir hier? Nicht viel. Ja, hier sehen wir eingangsseitig die 12 Volt Spannung. Hier ist die Versorgung vom Board, da fängt es an. Unser Hauptboard. Ja, viel gibt es da nicht zu sehen. Speichermedium und so weiter. Das war es dann auch schon. Ne? Ja, das ist keinen besonderen dezidierten USB-Ausgang oder solche Spielchen, das hat er nicht. Das bekommt er dann im Nachgang von mir. Ja, was machen wir jetzt? Wir trennen im Prinzip diese Stelle hier auf, setzen den Filter dazwischen und gehen dann wieder aufs Board drauf. Das war's. Hier habe ich gerade angefangen, den Stecker abzupinnen, weil die haben mir den falschen Stecker drauf gemacht. Ich hatte es zwar genau beschrieben, was ich brauche. Ja, passiert, ne? Jetzt pinnen wir das hier aus. Ein extra Pinnwerkzeug habe ich nicht.
Man geht hier an diesen kleinen Stift. Mal schauen, ob wir das über die Kamera hinbekommen. Drückt es den Stift hinunter und schwupp kann man den rausziehen. Wenn Sie jetzt die richtigen Pins wenigstens drauf haben, mal schauen, kriege ich den in den Stecker rein. Wenn nicht, müssen wir neue Pins draufsetzen. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, natürlich sind es wieder nicht die richtigen Pins. Könnt ihr jetzt hier pushen und sagen, okay, wir stecken die jetzt hier rein. Aber das machen wir nicht. Diese Pins habe ich leider nicht. Meiner Meinung nach habe ich die nicht da. Deswegen machen wir das auf die andere Art und Weise. Sicherheit geht auch hier natürlich vor. Ja, da wollten wir mal was Neues ausprobieren. Diese Dinger hier verwenden. Die wurden mir mal empfohlen. Ja, ist viel zu wenig Lötzinn drin. Verbindet nicht richtig. Lassen wir bleiben. Quetschverbinder, der gute alte Standard. Dann hat es auch Sinn und Zweck. Nachdem wir jetzt die Seite hier verkrimmt haben, haben wir hier noch einen Schrumpfschlauch. Der hier hat einen Kleber innen drin. Mein durchsichtiger Kleber ist ein Schrumpfschlauch ein bisschen zu klein. Also nehmen wir den hier. Ich schrumpfe das aber nicht, sondern ich lege es einfach nur drunter. Wir könnten es eigentlich schrumpfen, warum eigentlich nicht? Auf die bisschen Schrumpfschlauch kommt es jetzt auch nicht drauf an. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir es hier reinschieben, unser Board, oder hier rein. Hier könnte es würde sauber reinpassen. Ja? Deswegen Schrumpfschlauch, weil wir ja nirgendwo, ganz gefährlich, wir wollen ja nirgendwo kontaktieren. Das wäre ja mehr oder weniger der Tod für uns. Da können wir rüber. Das würde gehen. Oder wir gehen hierher. Ja, nee, das machen wir hier. Das gefällt mir besser. Hier haben wir schon mal angefangen, das zu schrumpfen. Das schrumpfen wir jetzt im Ganzen mal durch. Sieht man schön, wie sich das hier anlegt. Machen wir jetzt oben auch. So, das Board haben wir jetzt sauber eingepackt. Da kann nichts mehr passieren. Das passt super hinein. Ist dann auch mechanisch sauber geschützt. Ja, die Kabel passen wir auch noch an hier. Das sieht super sauber aus. Das noch zusammenkrempen und dann wäre der Umbau auch schon fertig. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Dinger hier wieder entfernt. Warum? Gefällt mir nicht. Mag zwar funktional sein am Ende, aber es gefällt mir nicht. Es sieht wieder so gebastelt aus. Es ist für mich natürlich einfacher, die wieder aufzumachen oder zu durchtrennen. Aber letzten Endes
gefällt mir einfach nicht. Ja, sauber mit Schrumpfschlauch und dann ist die Sache gebongt. Gefällt mir viel besser, hat auch hier fällt jetzt ein bisschen das Getrillte, aber gut, wir können nicht alles haben. So, der Hund bellt auch. Entweder will er raus oder will er spielen. Müssen wir hier noch ein bisschen Lötzinn auftragen. Okay, dann wollen wir hier mal weitermachen. So, der Hokuspokus mit Löten ist durch. Jetzt machen wir hier meinen Arm weg. Ich muss die Kamera rausmachen, weil sonst stellt sich der immer auf die Kamera. Ja. Ja, der Umbau wäre hiermit jetzt dann auch fertig. Das Board ist drin. Passt super hinein. Jetzt geht es ans Zusammenschrauben und elektrisch testen vorher noch. Ja, und dann ab zum Hörtest. Ja, eine Kleinigkeit wollte ich euch hier nicht vorenthalten. Ich habe jetzt hier nochmal ein Stück Schrumpfschlauch eingefügt, damit das Ganze hier ja einfach gesichert ist, damit das hier drin ein bisschen besser spannt. Habe die Kabel nochmal schön verdrillt, das eingelegt und ja, jetzt pippe ich das Ganze mal durch, gucke, ob der Strom fließt, ob alles safe ist und dann schrauben wir das Ding zusammen. Der Streamer und ich, wir sind wieder vereint, alles gecheckt, zusammengeschraubt und in dem Fall sind wir jetzt durch. Hier seht ihr nochmal den kleinen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr den Kanal so abartig gut verfolgt. Vielen Dank für an alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Wenn ihr Fragen habt zum Umbau oder das Gerät, ein Lumin-Gerät oder was auch immer dementsprechend auch umgebaut haben möchtet, schreibt mich an, gebt mir Bescheid und in diesem Fall, ja, Oleander Hi-Fi, euer Kanal für DIY Hi-Fi und ab und zu machen wir auch ein paar Tests. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann immer ihr dieses Video seht. Rock on, bis die Tage, bis die Woche. Wir sehen uns. Ciao, ciao.